Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute ein paar Gedanken zu einem Thema mit euch teilen, das mich selbst sehr oft beschäftigt hat. Warum ist Dating für alleinreisende Frauen eigentlich so schwierig? Viele denken oft, man ist ständig unterwegs, man lernt neue Leute kennen, Abenteuer hier, Romanze dort, aber so einfach ist das gar nicht. Die Realität sieht sehr oft anders aus. Ich möchte niemanden persönlich angreifen, gleich vorweg. Ich spreche heute nur aus meiner eigenen Beobachtung und Erfahrung. Der größte Irrtum über alleinreisende Frauen ist, dass viele Männer glauben, sobald sie den passenden Partner gefunden haben, reisen sie nicht mehr alleine. Und das ist absolut falsch. Alleinreisen wird sehr oft mit Einsamkeit verbunden. Es ist aber eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache es, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Was mir zum Beispiel öfter aufgefallen ist, dass alleinreisende Frauen eine enorme Unabhängigkeit und Selbstständigkeit entwickeln. Du regelst einfach alles allein. Also von der Reise bis zur Unterkunft, du bist einfach auf dich allein gestellt. Du musst dir vertrauen. Du lernst Entscheidungen komplett allein zu treffen, wie du in Situationen oder gerade in chaotischen Situationen allein zurechtkommst. Das macht dich stark, selbstbewusst und unabhängig. Aber genau das schüchtert sehr, sehr viele Männer ein, bin ich der Meinung. Wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich problemlos mehrere Wochen allein unterwegs war, kommt selten Bewunderung zurück, sondern eher, aha, du brauchst also niemanden. Ich bin der Meinung, dass alleinreisende Frauen niemanden brauchen. Sie wollen aber jemanden und das ist ein riesiger Unterschied. Wer einmal gereist ist, verändert seine Standards und das passiert automatisch, denn Reisen verändert dich. Du lernst auf einmal andere Dinge zu schätzen, der Sonnenuntergang, das Gespräch mit einem Fremden oder die spontanen Begegnungen, die sich auf einmal erfüllender anfühlen als ein schickes Dinner-Date. Und das macht Dating schwieriger, weil viele dieses klassische Muster erwarten. Smalltalk, Kinobesuch oder Restaurantbesuch. Und für jemanden, der so viel erlebt hat, fühlt sich das vielleicht sehr schnell langweilig an. Und man fragt sich dann unbewusst, okay, das war nett, aber brauche ich das wirklich? Das klingt hart, aber die Standards verändern sich einfach. Und ich bin der Meinung, das ist eine Frage, die sich sehr, sehr viele alleinreisende Frauen stellen. Soloreisende lieben die Freiheit. Ich glaube, das ist der größte Knackpunkt und da gibt es das größte Missverständnis, bin ich der Meinung, denn ich buche meine Reisen zum Beispiel nie Monate im Voraus. Manchmal sehr spontan, manchmal bleibe ich vor Ort länger, manchmal buche ich um. Und das können sehr, sehr viele Männer nicht nachvollziehen. Und dann hört man sehr oft, naja, beziehungsunfähig, bemüht sich nicht, will gar nicht. Aber das ist nicht korrekt. Soloreisende bemühen sich sehr, sehr wohl um ihre Beziehungen. Aber sie haben einfach andere Standards. Sie haben ihr eigenes Tempo, sie haben eine gewisse Flexibilität. Ich kenne alleinreisende Frauen, die entweder einen Partner haben, der ähnelt, der wirklich mitzieht, der das auch so macht, oder einen Partner haben, der sagt, du, ich habe gar keine Probleme, mach dein Ding. Alles andere funktioniert nicht, weil die Freiheit ein ganz, ganz großer Knackpunkt in der ganzen Solo-Geschichte spielt. Die Freiheit, entscheiden zu können, ich bleibe einfach länger. So. Und wenn du dann einen Partner hast, der aber zu Hause sitzt und sagt, das geht ja gar nicht, was willst du denn da drüben und ich sitze hier alleine, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und selbst das ist noch nicht alles, denn mit der Freiheit kommt auch gleichzeitig die Nulltoleranz für Oberflächlichkeit, denn jemand, der viel reist, lernt immer wieder neue Menschen kennen, neue Kulturen, neue Orte und du entwickelst einfach ein Gespür für Echtheit, bin ich der Meinung. Ich merke sehr, sehr schnell, wenn jemand nur Smalltalk runterrattert oder wirklich ein echtes, tiefes Gespräch möchte. Und mal ganz ehrlich, diese 0815 Texte wie war dein Tag oder so wirken dann einfach absurd. Gerade dann, wenn du so viele Dinge erlebt hast, so tolle Momente geteilt hast, weiß ich nicht. Man möchte dann halt nicht diese 0815 Dating-Floskeln hören, sondern eine echte Verbindung. Und wenn man das alles mal zusammenzählt, die Unabhängigkeit, das Freiheitsliebende, aber auch die Standards, dann ist das Dating für alleinreisende Frauen
Frauen komplett anders, oder? Weil die Bedürfnisse einfach anders sind. Ich würde es nicht als Schwäche sehen, sondern eher als eine Art Filter. Man filtert einfach aus. Ich finde, es ist immer sehr wichtig, dass man sich gegenseitig nicht ausbremst. Man muss nicht alles toll finden, aber man sollte irgendwie ein Team sein, oder? Man sollte schon auf Augenhöhe sein. Und alles, was unter dir ist, ne, unter dir allein, ne, nicht auf Augenhöhe, sollte aussortiert werden. Oh. Das waren meine Gedanken zu dem Thema. Ihr könnt mir gerne eure in die Kommentare schreiben. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.